Definition Gamification. Der Begriff Gamification stellt eine von mehreren Formen der Verknüpfung von Elementen des Spiels mit spielfremden Kontexten wie dem Lernen und Arbeiten dar. Allgemein anerkannt wird die Definition von Gamification als Einsatz spielerischer Elemente in spielfremden Kontexten. In Bezug auf das Lernen wird Gamification funktional definiert als lernförderliche Verpackung, die Interaktivität, Engagement und Immersion auslöst. Interaktivität, Engagement und das Eintauchen in die Spielwelt, die sogenannte Immersion, scheinen also wichtige Bestandteile gelungener Gamification zu sein. Verwandte Konzepte. In Bezug auf das Lernen firmieren jedoch noch 4 weitere Konzepte, die eine gewisse Ähnlichkeit zur Gamification, neudeutsch Spielifizierung, aufweisen. Serious Games bzw. Learning Games, Game-Based Learning, Simulationen und Exergames. Eine häufige Fehlannahme besteht darin, Gamification als Oberbegriff für alle Verknüpfungen von Spiel mit spielfremden Kontexten zu sehen. Jedoch ist Gamification nur eine Variante dieser Verknüpfung, bei der eine bestehende Aufgabe, zum Beispiel das Lernen, mit Spielelementen angereichert wird. Erstens Serious Games. Bei den Serious Games findet eine umgekehrte Herangehensweise der Gamification statt. Hier werden nicht mehr Lernkontexte mit Spielelementen angereichert, sondern Spiele so entwickelt, dass sie zum Lernen befähigen. Es steht also nicht mehr das Lernen im Vordergrund, sondern das Spielen. Die Grenzen zwischen Serious Games und Gamification scheint jedoch fließend zu sein. Manche Autoren behaupten gar, dass das, was früher Serious Games genannt wurde, heute einfach nur als Gamification bezeichnet wird. Was insoweit nachvollziehbar erscheint, da Ernsthaftigkeit, englisch Seriousness, vermutlich die letzte Eigenschaft ist, die Verkäufern dabei hilft, ihre spielifizierten Produkte zu vermarkten. Zweitens Game-Based Learning. Im zweiten Konzept, dem Game-Based Learning, verhält es sich ähnlich, nur dass hier keine speziellen Lernspiele entwickelt werden, sondern bestehende Spiele genutzt werden, um damit bestimmte Verhaltensweisen zu erlernen. Beispiele hierfür sind Fahr- und Flugsimulatoren, Planspiele, Wirtschaftssimulationen sowie der Einsatz von VR-Spielen, die Tätigkeiten aus beruflichen Kontexten wie das Bedienen von Maschinen und Bearbeiten von Gegenständen imitieren. Drittens Simulationen. Bei Simulationen als dritten verwandten Konzept wird, ganz wie im Spiel, ein von der Wirklichkeit abgetrennter Raum erschaffen. In diesem Raum können die Lernenden neue Verhaltensweisen ausprobieren und erlernen, ohne Gefahr zu laufen, die negativen Konsequenzen derselben Verhaltensweisen zu erleben, die mit einer Ausführung der Verhaltensweisen in der Wirklichkeit verbunden wären. Zum Beispiel eine Reaktorschmelze bei Computersimulationen zur Bedienung von Kernkraftwerken oder eine Fehldiagnose bei Simulationen in der Ausbildung von Ärzten und medizinischem Fachpersonal, bei Simulationen mit Schauspielpatienten. Jedoch kann hier nicht von einem Spielen gesprochen werden, da die Simulation keine Techniken zur Steigerung der Immersion wie Narration und Herausforderungen beinhaltet. Viertens Exergames. Die Exergames als viertes verwandtes Konzept übertragen Spielelemente auf sportliche Betätigung und erschaffen so Videospiele, die durch exzessive und damit sportliche Bewegung des eigenen Körpers gesteuert werden. Auch hier ist wie bei den Simulationen die Immersion nur in geringem Maße ausgeprägt. Trotzdem führt das intensive Engagement immer wieder dazu, dass Vasen und andere zerbrechliche Objekte, die zu nah am Fernseher stehen, sich unter der Einwirkung frei fliegender Game-Controller in äußerst anspruchsvolle Puzzlespiele verwandeln.